Willst du so surfen? Hey Leute, herzlich willkommen zu Mission Surfen. Ich bin der Domi und wir zeigen euch heute, wie ihr am besten surfen lernen könnt auf der kleinen Eisbachwelle. Let's go! Fangen wir an mit dem Herzstück, dem Surfboard. Unser Tipp ist das Softtopboard. Es ist leicht, widerstandsfähig und somit perfekt für Neulinge. Doch was ist mit der restlichen Ausrüstung? Im Sommer genügt oft ein dünner Neoprenanzug, manchmal sogar ein Shorty. Handschuhe sind optional, doch Schuhe sind ratsam. Man kann immer mal ausrutschen oder gegen etwas stoßen. Ein Helm? Definitiv eine Überlegung wert. Für detaillierte Empfehlungen schaut in die Videobeschreibung. Hey Leute, aber bevor wir jetzt ins Wasser schauen, reden wir über das Thema Sicherheit, denn der Eisbach ist nicht ungefährlich. Die Strömung kann sehr tückisch sein. Unterschätzt diese nicht. Lasst euch von den Surfern vor Ort die Ausstiegsstellen zeigen, damit ihr im Ernstfall sicher an Land kommt. Ein weiterer Rat: Surft niemals allein und behaltet eure Surfpartner immer im Blick. Achtet auf Anzeichen von Unterkühlung und Müdigkeit, denn euer Körper signalisiert euch, wann es Zeit für eine Pause ist. Spaß ist wichtig, aber sicher nach Hause zu kommen ist essentiell. Bevor es ins Wasser geht, kann ein kurzes Warm-up Verletzungen vorbeugen und euren Körper optimal auf Surfen einstellen. Aber wie gelangt man eigentlich in die Welle? Als Anfänger am besten links vom Zaun starten. Die Leash, die Verbindungsleine zwischen Board und Surfer, damit das Board nicht wegschwimmt, anlegen und euch behutsam, also nicht kopfüber, wie es Jonas hier vormacht, sondern langsam, behutsam ins Wasser lassen. Man weiß nämlich nie, was sich unter der Wasseroberfläche befindet. Für die Fortgeschrittenen startet vor der Welle und signalisiert mit einem Handzeichen euren Einstiegswunsch. Sobald ihr von dem Surfer, der als nächstes dran ist, reingewunken werdet, springt ins Wasser und paddelt rüber. Pluspunkt bei dem Einstieg: man bleibt weitgehend trocken. Aber was, wenn das Board beim Ausstieg unter Wasser gezogen wird und Druck aufbaut? Einfach dem Board 1-2 Schritte entgegenkommen, um den Druck zu reduzieren. Aber zurück zur Frage: Wie geht's eigentlich auf die Welle? Kleiner Spoiler, so funktioniert's nicht. Grundsätzlich muss man erstmal den Spot verstehen. Denn das Gemeine ist, dass der Einstieg ziemlich schmal ist und man muss deswegen die Schrittfolge genau koordinieren. Probiert die Schrittfolge deswegen am besten zuerst an Land. Für Leute, die rechts hinten stehen, sollte es ungefähr so ausschauen. Das Brett circa mittig greifen, 3 bis 5 Schritte laufen und Schwung aufbauen. Sprung aufs Board und mit dem Schwung über die Welle. Für Leute, die links hinten stehen wollen, sollte es circa so ausschauen. Wie ihr vielleicht schon beobachtet habt, fangen die meisten Leute direkt am Anfang des Zauns oder bei dem zweiten Zaunpfosten an. Probiert aus, was mit eurer Schrittfolge am besten harmoniert. Wichtig ist aber, dass ihr eure Füße nach dem Absprung mittig auf dem Board platziert. Oft hat man am Anfang das Problem, dass man das Gleichgewicht beim Aufkommen verliert. Da hilft in die Knie gehen und tief stehen. Oder anderes Problem, dass man mit zu wenig Schwung hinter die Welle springt. Dementsprechend braucht ihr mehr Power. Wenn ihr es dann aber durch Üben auf die Welle geschafft habt, könnt ihr durch das Drehen von Kopf und euren Armen euch auf der Welle bewegen. Schaut nicht auf euer Board, sondern dahin, wo ihr hinfahren wollt. Ihr habt die Möglichkeit, zur Wand rüber zu fahren und euch von dieser wieder abzustoßen, sodass ihr leichter den Rückweg antreten könnt. Sobald ihr das vordere Bein belastet, fahrt ihr nach vorne. Und wenn ihr das Gewicht nach hinten verlagert, dann nach hinten. Ob man auf der Welle zu weit vorne oder hinten steht, ist am Anfang schwierig einzuschätzen. Falls eure Bordspitze jedoch vorne eintaucht, habt ihr wahrscheinlich zu viel Gewicht auf dem vorderen Bein oder befindet euch zu weit vorne bei der Welle. Wenn ihr rausgetrieben werdet, habt ihr das Gewicht wahrscheinlich zu weit hinten. Sobald ihr mit eurer Surf-Session fertig seid, stellt sich die Frage: Wie verlasse ich die Welle eigentlich? Ihr schwimmt am besten nach eurem letzten Surfversuch zum Start, also auf die andere Seite zurück, zieht euch hoch und dabei können euch die Mauereinbuchtungen helfen. Denkt daran, es geht um den Spaß. Lernt, lacht über eure Missgeschicke und wenn ihr offen an die Sache rangeht, findet ihr bestimmt Freunde fürs Leben. Für weitere Infos schaut unbedingt in die Videobeschreibung. Du weißt jetzt alles, was du brauchst, um die kleine Eisbachwelle zu erklimmen. Falls dir das Video gefallen hat, teile es unbedingt mit deinen Freunden, mit denen du es ausprobieren willst. Und falls du noch mehr Inspiration, Motivation brauchst, klick unbedingt die Playlist hier unten. Und falls du doch noch einen kleinen Zwischenschritt machen willst oder es auch ein bisschen wärmer haben willst, schau dir unbedingt das Video in der Jochen Schweizer Arena an, wo du in der Halle bei angenehmen Temperaturen surfen lernen kannst.